Lektion 1: Konkurrenten analysieren. Ich habe auch die Daten einiger Wettbewerber gesammelt, um deren Leistung zu analysieren. Das ist ein kluger Schachzug. Das Verständnis der Konkurrenz ist entscheidend für den Erfolg. Absolut. Es hilft uns, Stärken und Schwächen unserer eigenen Strategien zu erkennen. Ja, und es kann Möglichkeiten für Verbesserungen oder Innovationen aufzeigen. Genau. Ich bin gespannt, was wir aus Ihren Ansätzen lernen können. Das ist eine proaktive Möglichkeit, in der Branche an der Spitze zu bleiben. Sicher. Wissen ist Macht, insbesondere in einem wettbewerbsintensiven Markt. Ich stimme voll und ganz zu. Nutzen wir diese Informationen, um unsere Pläne zu verfeinern. Ja, und wir können unsere Ergebnisse mit dem Team besprechen, um weitere Erkenntnisse zu gewinnen. Lektion 2: Verderbliche Gegenstände. Eigentlich habe ich ein paar verderbliche Sachen dabei. Gibt es einen Kühlschrank im Zimmer? Ja, jedes Zimmer ist für den Komfort der Gäste mit einem kleinen Kühlschrank ausgestattet. Das ist großartig. Ich muss sicherstellen, dass meine Artikel während meines Aufenthalts frisch bleiben. Absolut. Es ist wichtig, verderbliche Lebensmittel auf der richtigen Temperatur zu halten. Ja, vor allem, wenn ich sie später ohne Probleme genießen möchte. Definitiv. Es ist großartig, diese Möglichkeit auf Reisen zu haben. Ich stimme zu. Es erleichtert das Packen, wenn Sie wissen, dass Sie Stauraum haben. Sicher. Es ist immer schön, unterwegs hausgemachte Mahlzeiten oder Snacks zu genießen. Ja, es fühlt sich wirklich wie ein zweites Zuhause an. Lektion 3: Kreativität erforschen. Absolut. Lassen Sie uns weiterhin verschiedene Handwerke erforschen und unserer Kreativität freien Lauf lassen. Das klingt spannend. In der Welt des Kunsthandwerks gibt es so viel zu entdecken. Ja, und das Ausprobieren neuer Techniken kann eine Menge Spaß machen. Definitiv. Es ist eine großartige Möglichkeit, uns auszudrücken und Stress abzubauen. Ich stimme zu. Außerdem ist es lohnend zu sehen, was wir mit unseren eigenen Händen schaffen können. Ja. Ich liebe das Gefühl, etwas erreicht zu haben, nachdem ich ein Projekt abgeschlossen habe. Sicher. Nehmen wir uns etwas Zeit, um mit verschiedenen Materialien zu experimentieren. Das ist eine tolle Idee. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was wir gemeinsam erschaffen. Ich auch. Der Kreativität sind in der Zusammenarbeit keine Grenzen gesetzt. Lektion 4: Modeempfehlungen. Habt ihr Empfehlungen für dieses Outfit? Wie wäre es mit locker sitzenden Oberteilen aus atmungsaktiven Stoffen? Das klingt bequem. Ich liebe die Idee, cool zu bleiben und gleichzeitig stilvoll auszusehen. Ja. Lockere Oberteile eignen sich perfekt für warmes Wetter und lassen sich problemlos mit verschiedenen Unterteilen kombinieren. Absolut. Sie bieten Vielseitigkeit und Komfort zugleich. Außerdem können Sie mit Accessoires versehen, um sie eleganter oder legerer zu gestalten. Rechts. Es ist großartig, Optionen für verschiedene Anlässe zu haben. Genau. Ich denke, auch Schichten können Ihrem Outfit eine schöne Note verleihen. Das ist ein guter Punkt. Layering kann sowohl Stil als auch Funktionalität bieten. Lektion 5: Reiseherausforderungen.
Diese Reise war definitiv mit Herausforderungen verbunden, wie begrenzten Ressourcen und Kommunikationsschwierigkeiten. Ich kann es mir vorstellen. Reisen kann manchmal ziemlich unvorhersehbar sein. Ja, und das Navigieren durch unbekannte Orte kann den Stress erhöhen. Absolut. Aber diese Herausforderungen können später auch zu großartigen Geschichten führen. Das stimmt. Es ist alles Teil des Abenteuers, oder? Ja. Das Überwinden von Hindernissen macht das Erlebnis oft unvergesslicher. Ich stimme zu. Es ist eine Chance, in verschiedenen Umgebungen zu lernen und zu wachsen. Genau. Ich habe gelernt, mich schnell anzupassen, wenn die Dinge nicht wie geplant laufen. Das ist eine wertvolle Fähigkeit, die man auf Reisen haben sollte. Lektion 6: Umgang mit Beziehungsproblemen. Ich fühle mich in letzter Zeit etwas überfordert und unsicher, was unsere gemeinsame Zukunft betrifft. Ich verstehe, wie du dich fühlst, es ist völlig normal, manchmal solche Gedanken zu haben. Ja, ich möchte nur sicherstellen, dass wir in Zukunft auf derselben Seite sind. Kommunikation ist der Schlüssel, und ich weiß es zu schätzen, dass Sie das ansprechen. Was stört Sie konkret? Ich denke, es ist die Ungewissheit darüber, wo wir uns in ein paar Jahren sehen. Das ist ein berechtigtes Anliegen. Wir können über unsere Ziele und Träume sprechen, um Klarheit zu bekommen. Das würde mir gefallen. Es wäre hilfreich zu wissen, dass wir beide ähnliche Erwartungen haben. Absolut. Es ist wichtig, die Zukunftsvisionen des anderen zu verstehen. Ich fühle mich wohler, wenn ich weiß, dass wir darüber offen diskutieren können. Lektion 7: Lebensmitteleinkauf. Hey, bist du heute mit dem Lebensmitteleinkauf fertig? Ja, das habe ich. Ich habe alles Notwendige gekauft, was wir für die Woche brauchen. Das ist großartig. Konnten Sie alles auf der Liste finden? Meistens. Ich habe frisches Obst, Gemüse und ein paar Snacks für uns besorgt. Perfekt. Ich freue mich immer darauf, frische Produkte zu Hause zu haben. Ich auch. Es macht Mahlzeiten viel gesünder und angenehmer. Absolut. Welche Snacks hast du mitgenommen? Für einen schnellen Energieschub habe ich mir ein paar Nüsse und Müsli-Riegel geschnappt. Klingt köstlich. Ich kann es kaum erwarten, mich damit auseinanderzusetzen. Lektion 8: Kollaborative Ideen. Ich habe eine allgemeine Idee für unser Projekt, aber gemeinsam können wir auf jeden Fall eine umsetzen. Das klingt nach einem tollen Plan. Zusammenarbeit führt oft zu den besten Ergebnissen. Genau. Zwei Köpfe sind besser als einer, insbesondere beim Brainstorming von Ideen. Ja, und es ermöglicht uns, unsere Stärken und Kreativität zu bündeln. Ich stimme zu. Auf welche Aspekte sollten wir uns Ihrer Meinung nach zuerst konzentrieren? Vielleicht sollten wir die Hauptziele und Zielsetzungen skizzieren, die uns als Orientierung dienen. Das macht Sinn. Eine klare Richtung hilft uns, organisiert zu bleiben. Absolut. Beginnen wir mit der Ausarbeitung einiger Ideen und sehen, wohin sie uns führen. Ich bin gespannt, was wir gemeinsam schaffen können. Lektion 9: Fahrplan für öffentliche Verkehrsmittel. Der Zug fährt auf dieser Linie im 15-Minuten-Takt, sodass Sie nicht lange warten müssen. Das ist praktisch. Ich liebe einen zuverlässigen Zeitplan, wenn ich reise.
Ja. Dies erleichtert die Planung des Tages erheblich, insbesondere beim Besuch neuer Orte. Absolut. Es ist schön zu wissen, dass wir nicht lange warten müssen. Genau. Außerdem haben wir mehr Zeit zum Erkunden, sobald wir am Ziel angekommen sind. Ja. Ich schätze effiziente öffentliche Verkehrsmittel, es steigert das Reiseerlebnis wirklich. Sicher. Schauen wir uns gemeinsam den Fahrplan an, bevor wir losfahren. Gute Idee. Ich möchte sicherstellen, dass wir die Zeit, die Stadt zu erkunden, optimal nutzen. Ich freue mich auf unser Abenteuer. Lektion 10. Picknickpläne. Tolle Idee. Ich werde später einen Gruppenchat machen, um alles zu koordinieren. Eindrucksvoll. Es wird einfacher, Ideen auszutauschen und das Picknick zu planen. Ja. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wer sonst noch Spaß haben möchte. Definitiv. Je mehr, desto besser. Es wird eine großartige Möglichkeit sein, gemeinsam die Natur zu genießen. Sicher. Wir sollten auch über Essen und Aktivitäten für den Tag entscheiden. Ja. Ich liebe die Idee, ein Picknick im Potluck-Stil zu veranstalten, bei dem jeder etwas mitbringt. Das klingt perfekt. So können wir verschiedene Gerichte ausprobieren und Abwechslung genießen. Genau. Außerdem können wir einige lustige Spiele organisieren. Ich bin schon aufgeregt. Machen wir dieses Picknick zu einem unvergesslichen Erlebnis. Lektion 11. Hydratisiert bleiben. Den ganzen Tag über ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen, ist für die allgemeine Gesundheit von entscheidender Bedeutung. Das ist eine gute Erinnerung. Manchmal vergesse ich, ausreichend Wasser zu trinken, besonders wenn ich beschäftigt bin. Ja, ich auch. Es kann leicht übersehen werden, wenn man in Aktivitäten verwickelt ist. Absolut. Ich habe gelesen, dass das Festlegen von Erinnerungen dazu beitragen kann, regelmäßig Alkohol zu trinken. Das ist ein toller Tipp. Ich denke, ich werde anfangen, überall eine Wasserflasche bei mir zu tragen. Ja. Wenn Sie es zur Hand haben, können Sie es viel einfacher den ganzen Tag über trinken. Sicher. Es kann einen erheblichen Unterschied darin machen, wie wir uns insgesamt fühlen. Definitiv. Nehmen wir uns beide vor, diese Woche mehr Wasser zu trinken. Ich bin dabei. Hier geht es darum, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen und sich großartig zu fühlen. Lektion 12. Neue Routinen. Das ist fantastisch. Fällt es Ihnen schwer, an dieser neuen Routine festzuhalten? Ich muss zugeben, dass es einige Tage gibt, die schwieriger sind als andere. Das kann ich verstehen. Veränderungen können hart sein, auch wenn sie zum Besseren führen. Ja, vor allem, wenn alte Gewohnheiten schwer zu durchbrechen sind. Rechts. Aber es ist großartig, dass Sie sich um einen gesünderen Lebensstil bemühen. Danke schön. Ich versuche, motiviert zu bleiben, indem ich mich an die Vorteile erinnere. Das ist eine gute Strategie. Wenn Sie sich auf die positiven Ergebnisse konzentrieren, können Sie weitermachen. Definitiv. Ich finde auch, dass die Unterstützung von Freunden sehr hilfreich ist. Absolut. Unterstützen wir uns gegenseitig bei der Aufrechterhaltung unserer neuen Routinen. Lektion 13. Aus der Geschichte lernen. Ein solches Buch ist das Tagebuch der Anne Frank.
Es gibt einen ergreifenden Einblick in ihr Leben in einer schwierigen Zeit. Ja, Anne Frank wurde in Frankfurt am Main geboren und ihre Geschichte ist so kraftvoll. Genau. Ihr Tagebuch veranschaulicht die Kämpfe und Hoffnungen eines jungen Mädchens während des Holocaust. Es ist herzzerreißend und dennoch inspirierend und zeigt, wie sie trotz der Umstände ihren Geist bewahrt hat. Rechts. Es ist eine Erinnerung an die Widerstandsfähigkeit des menschlichen Geistes. Absolut. Die Lektüre ihres Tagebuchs hilft uns, die Bedeutung von Toleranz und Menschlichkeit zu verstehen. Das tut es. Ich denke, es ist wichtig, dass jeder irgendwann ihre Geschichte liest. Ich stimme voll und ganz zu. Es vermittelt wertvolle Lektionen über Mitgefühl und Mut. Ja. Es ist ein Buch, das einem noch lange in Erinnerung bleibt, nachdem man es zu Ende gelesen hat. Lektion 14: Speicherlösungen. Haben Sie Vorschläge für Speicherlösungen? Ja. Körbe, Regale und Behälter können dabei helfen, alles organisiert und ordentlich zu halten. Das klingt praktisch. Ich liebe die Idee, dekorative Körbe für eine stilvolle Note zu verwenden. Absolut. Sie können funktional sein und die Einrichtung eines Raumes bereichern. Ja. Regale eignen sich hervorragend zur Präsentation von Gegenständen und sparen gleichzeitig Platz auf dem Boden. Genau. Und Behälter können zur versteckten Aufbewahrung verwendet werden, was immer ein Pluspunkt ist. Ich stimme zu. Es ist schön, eine saubere, aufgeräumte Umgebung zum Genießen zu haben. Sicher. Lassen Sie uns über weitere Ideen nachdenken, um unsere Speichermöglichkeiten zu maximieren. Ja. Gemeinsam können wir einen gut organisierten Raum schaffen, der einladend wirkt. Lektion 15: Einzigartige Funktionen. Ich habe auch die einzigartigen Merkmale hervorgehoben, die uns von der Konkurrenz unterscheiden. Das ist wichtig. Es ist wichtig zu zeigen, was sie besonders macht. Absolut. Diese Funktionen können wirklich Kunden anziehen und Loyalität aufbauen. Ja. Die Menschen wissen es zu schätzen, dass sie etwas bekommen, das sich von allen anderen unterscheidet. Genau. Es geht darum, ihnen ein unvergessliches Erlebnis zu bieten. Und stellen Sie sicher, dass unsere Botschaft klar und ansprechend ist. Ich kann nur zustimmen. Effektive Kommunikation ist der Schlüssel zum Marketing. Es hört sich so an, als hätten Sie sich viele Gedanken über diese Strategie gemacht. Dankeschön. Ich glaube, dass dies zu großartigen Ergebnissen für unsere Marke führen wird. Lektion 16: Vertragsdetails besprechen. Ich schätze Ihren Vorschlag. Gibt es noch etwas, das Sie bezüglich des Vertrags besprechen möchten? Danke schön. Ich denke, wir sollten die Zahlungsbedingungen durchgehen, um Klarheit zu schaffen. Das ist ein guter Punkt. Klare Zahlungsbedingungen können spätere Missverständnisse verhindern. Ja, und es ist auch wichtig, einen Zeitplan für die zu erbringenden Leistungen festzulegen, finden Sie nicht? Absolut. Eine Zeitleiste hilft dabei, den Überblick zu behalten und sorgt für Verantwortlichkeit. Genau. Wir sollten auch die Kündigungsklauseln gründlich überprüfen. Ich stimme zu. Es ist immer ratsam, die Ausstiegsoptionen zu kennen, falls sich die Umstände ändern. Definitiv. Ich fühle mich sicherer, wenn ich mit einem soliden Verständnis vorankomme.
Ich auch. Stellen wir sicher, dass alle unsere Grundlagen abgedeckt sind, bevor wir etwas zum Abschluss bringen. Lektion 17: Urlaubsvorbereitungen. Echte Kiefern riechen angenehm, aber man muss aufpassen, dass sie nicht austrocknen und ein Feuer entfachen. Das stimmt. Sicherheit ist besonders in der Ferienzeit wichtig. Ja, ich überprüfe immer den Wasserstand, um sicherzustellen, dass der Baum hydriert bleibt. Das ist eine tolle Idee. Ein gut bewässerter Baum sieht nicht nur besser aus, sondern ist auch sicherer. Absolut. Außerdem ist es eine so schöne Atmosphäre, wenn der Duft von Zirbenholz den Raum erfüllt. Ja, es trägt wirklich zur Urlaubsstimmung bei. Schmücken Sie normalerweise Ihren Baum? Ich tue. Ich liebe es, Ornamente aufzuhängen und Lichter hinzuzufügen, um es zum Funkeln zu bringen. Das klingt wunderschön. Es muss auch eine unterhaltsame Familienaktivität sein. Ja, es ist eine meiner Lieblingstraditionen. Was ist mit dir? Lektion 18: Die Freuden des Lebens annehmen. Denn ich denke, Emma Goldman hat gesagt, wenn ich nicht tanzen kann, möchte ich nicht Teil ihrer Revolution sein. Das ist so ein starkes Zitat. Es betont die Bedeutung der Freude am Aktivismus. Genau. Das Leben ist zu kurz, um nicht glücklich zu sein und gleichzeitig für Veränderung zu kämpfen. Ja, und es erinnert uns daran, dass Freude und Leidenschaft unsere Bemühungen antreiben können. Ich stimme zu. Es ist wichtig, ein Gleichgewicht zwischen ernsthafter Arbeit und Lebensfreude zu finden. Definitiv. Das Feiern kleiner Siege hält den Geist lebendig. Sicher. Achten wir darauf, Spaß in unsere Aktivitäten einzubeziehen. Ich liebe diese Idee. Es wird unsere Reise viel angenehmer machen. Ja. Lasst uns diese Botschaft verbreiten und andere dazu inspirieren, dasselbe zu tun. Lektion 19: Pflanzentausch. Ja, ich habe ein paar Stecklinge meiner Spinnenpflanze mitgebracht. Möchten Sie handeln? Das klingt nach einer lustigen Idee. Ich wollte schon immer eine Spinnenpflanze für meine Sammlung haben. Großartig. Sie sind pflegeleicht und können unter verschiedenen Bedingungen gedeihen. Ja. Ich liebe auch, wie Sie diese kleinen Babypflanzen hervorbringen. Genau. Ich denke, sie eignen sich perfekt, um jedem Raum mehr Grün zu verleihen. Sicher. Was möchten Sie als Gegenleistung? Ich würde gerne ein paar Stecklinge von Ihrer Potospflanze bekommen, es sieht so schön aus. Absolut. Ich kann Ihnen einen Steckling geben und wir können uns beide an neuen Pflanzen erfreuen. Klingt nach einer Win-Win-Situation. Tauschen wir sie bald aus. Lektion 20: Zuhören und Versprechen. Wir können das Ausmaß der Armut nicht wirklich verstehen, aber wir können denen zuhören, die es verstehen. Ja, es ist wichtig, Ihre Geschichten und Erfahrungen zu hören. Absolut. Zuhören kann uns helfen, Mitgefühl zu entwickeln und Wege zu finden, sie zu unterstützen. Und ich kann unserer Nation das Ziel geben, die Armut durch Bildung und Chancen zu verringern. Das ist ein wunderbares Engagement. Bildung ist ein wirksames Instrument für Veränderungen. Ja. Es stattet Einzelpersonen mit Fähigkeiten aus, um ihre Umstände zu verbessern. Sicher. Es ist inspirierend, darüber nachzudenken, wie wir einen positiven Beitrag leisten können. Ermutigen wir auch andere, sich zu engagieren und etwas zu bewirken.
Absolut. Jede kleine Aktion kann zu erheblichen Veränderungen in Gemeinschaften führen. Lektion 21. Kurzurlaub an der Küste. Absolut. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, eine Küstenstadt zu besuchen, um die frische Meeresbrise zu genießen? Das klingt nach einer fantastischen Idee. Der Strand ist immer erfrischend. Ja. Das Rauschen der Wellen und der Geruch von Salzwasser haben etwas so Beruhigendes. Genau. Es ist eine perfekte Flucht aus der Hektik des Alltags. Außerdem konnten wir einige Outdoor-Aktivitäten wie Schwimmen oder Beachvolleyball genießen. Das würde so viel Spaß machen. Ich liebe es, Zeit im Freien zu verbringen, besonders am Meer. Sicher. Beginnen wir bald mit der Planung eines Wochenendausflugs. Ja. Ich kann es kaum erwarten, den Sand zwischen meinen Zehen zu spüren. Ich auch nicht. Es wird eine großartige Möglichkeit sein, sich zu entspannen und neue Energie zu tanken. Lektion 22. Nutzung von Technologie für die Kommunikation. Die Hilfestimme am Telefon erklärt Ihnen beispielsweise, wie Sie eine Verteilerliste einrichten. Das ist so praktisch. Es erleichtert die Organisation von Kontakten erheblich. Ja. Mit einer Verteilerliste können Sie Nachrichten gleichzeitig an mehrere Personen senden. Absolut. Das spart Zeit und stellt sicher, dass jeder die gleichen Informationen erhält. Rechts? Ich denke, es ist ein großartiges Werkzeug sowohl für die persönliche als auch für die berufliche Kommunikation. Ja. Dies ist besonders hilfreich, um Veranstaltungen zu koordinieren oder Updates zu teilen. Sicher. Stellen wir sicher, dass wir diese Tools in unserem nächsten Projekt effektiv nutzen. Definitiv. Wenn wir organisiert bleiben, können wir als Team besser kommunizieren. Ich stimme voll und ganz zu. Lassen Sie uns weitere Funktionen erkunden, um unsere Kommunikation zu verbessern. Lektion 23. Outdoor-Aktivitäten. Nun, Sie könnten es mit Wandern versuchen, es gibt einige schöne Wanderwege in der Nähe. Das klingt erstaunlich. Ich liebe es, in der Natur unterwegs zu sein und mich zu bewegen. Ja. Wandern ist eine fantastische Möglichkeit, die Natur zu genießen und gleichzeitig aktiv zu bleiben. Absolut. Außerdem kann die Aussicht von oben auf einem Wanderweg atemberaubend sein. Sicher. Es lohnt sich immer, nach einer guten Wanderung den Gipfel zu erreichen. Ja. Haben Sie einen Lieblingsweg im Sinn? Ich tue. Es gibt einen Weg, der zu einem atemberaubenden Wasserfall führt. Wir sollten es uns unbedingt ansehen. Das klingt perfekt. Lassen Sie uns einen Tagesausflug planen, um es gemeinsam zu erkunden. Ich bin begeistert. Es wird ein unterhaltsames Abenteuer voller wunderschöner Landschaften. Lektion 24. Kulinarische Genüsse. Ausgezeichnete Wahl. Die Strände und die Küche dort sind weltbekannt. Ja. Ich habe so viel über frische Meeresfrüchte und lokale Köstlichkeiten gehört. Absolut. Es ist ein perfektes Reiseziel für Feinschmecker. Ich kann es kaum erwarten, die berühmten Gerichte zu probieren und die lokalen Aromen zu erleben. Genau. Jede Region hat ihre eigenen einzigartigen kulinarischen Traditionen zu entdecken. Ja. Das Essen in lokalen Restaurants gibt uns einen Einblick in die Kultur. Sicher.
Außerdem macht die Atmosphäre am Strand den Aufenthalt noch angenehmer. Ich stimme zu. Essen mit Blick auf das Meer klingt wie ein Traum. Lassen Sie uns eine Liste mit Gerichten erstellen, die Sie unbedingt probieren sollten, bevor wir losfahren. Lektion 25. Familienaktivitäten planen. Perfekt. Wie viele Erwachsene und Kinder nehmen am Picknick teil? Für den Spaß werden 2 Erwachsene und ein Kind mitkommen. Das klingt nach einer netten Gruppe. Es wird großartig sein, alle zusammen zu haben. Ja. Kinder verleihen Zusammenkünften immer eine besondere Energie, finden Sie nicht auch? Absolut. Ihre Begeisterung ist ansteckend und macht alles noch angenehmer. Sicher. Wir sollten einige Aktivitäten planen, an denen jeder teilnehmen kann. Ich stimme zu. Spiele wie Frisbee oder eine Schnitzeljagd könnten für alle Altersgruppen Spaß machen. Ja. Fügen wir auch einige köstliche Snacks hinzu, die jeder genießen kann. Definitiv. Für ein gelungenes Picknick ist gutes Essen unerlässlich. Lektion 26. Verträge besprechen. Ich schätze Ihren Vorschlag. Gibt es noch etwas, das Sie bezüglich des Vertrags besprechen möchten? Ja, ich halte es für entscheidend, die in der Vereinbarung genannten Fristen und Leistungen zu klären. Das macht Sinn. Ein klarer Zeitplan hilft uns, organisiert und verantwortlich zu bleiben. Genau. Es ist wichtig, dass wir beide die Erwartungen an die Zukunft verstehen. Ich stimme zu. Lassen Sie uns auch die Zahlungsbedingungen durchgehen, um sicherzustellen, dass wir in dieser Hinsicht auf einer Linie sind. Ja, klare Zahlungsbedingungen können Missverständnissen vorbeugen und einen reibungslosen Ablauf gewährleisten. Absolut. Ich möchte sicherstellen, dass alles transparent und vereinbart ist. Großartig. Ich fühle mich zuversichtlicher, wenn wir uns die Zeit nehmen, diese Details anzusprechen. Ich auch. Lassen Sie uns eine Checkliste mit allem erstellen, was wir vor der Unterzeichnung abschließen müssen. Lektion 27. Herausforderungen meistern. Ich kann mich auf diese Erfahrung beziehen, es kann manchmal schwierig sein. Wie haben Sie es überwunden? Nun, ich habe das Handbuch gelesen und die Personalabteilung um Rat gebeten, als ich auf Schwierigkeiten stieß. Das ist ein kluger Ansatz. Die Nutzung verfügbarer Ressourcen kann wirklich einen Unterschied machen. Absolut. Es geht darum zu wissen, an wen Sie sich wenden können, wenn Sie Hilfe benötigen. Rechts. Manchmal vergesse ich, nach den Antworten zu suchen, die direkt vor mir liegen. Das passiert den Besten von uns. Das Wichtigste ist, aus diesen Momenten zu lernen. Wahr. Jede Herausforderung bietet eine Chance für Wachstum. Ja, und der Austausch unserer Erfahrungen kann anderen helfen, die sich in ähnlichen Situationen befinden. Genau. Es baut eine unterstützende Gemeinschaft auf, in der wir uns alle entfalten können. Lektion 28. Künstlerische Inspiration. Ich habe mich schon immer zu Landschaften und Naturgemälden hingezogen gefühlt, sie haben einen einzigartigen Charme. Oh, die liebe ich auch. Sie können ein solches Gefühl von Frieden und Ruhe vermitteln. Genau. Es gibt etwas an der Schönheit der Natur, die auf Leinwand festgehalten wird, das mich fasziniert. Ja. Es ist, als würde man an einen anderen Ort versetzt, wenn auch nur für einen Moment. Rechts.
Kunst hat die Kraft, Emotionen und Erinnerungen hervorzurufen. Absolut. Jedes Gemälde erzählt eine Geschichte und lädt uns ein, sie auf unsere eigene Weise zu interpretieren. Und es ist faszinierend, wie unterschiedliche Künstler ihre Sicht auf die Welt zum Ausdruck bringen. Ja. Es zeigt die Vielfalt der Perspektiven und Erfahrungen in der Kunst. Nach dem Besuch einer Kunstgalerie fühle ich mich immer inspiriert. Lektion 29: Süchtig machende Aromen. Haben Sie schon einmal die neue Soße probiert, von der alle schwärmen? Es passt perfekt zu fast allem. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich habe gehört, dass es ziemlich süchtig macht. Was macht es so besonders? Es hat eine einzigartige Gewürzmischung und einen Hauch von Süße, die den Geschmack von Gerichten wirklich hervorhebt. Das hört sich köstlich an. Ich möchte es auf jeden Fall bald einmal ausprobieren. Womit empfehlen Sie die Kombination? Ich denke, es passt hervorragend zu gegrilltem Hähnchen oder sogar geröstetem Gemüse. Es erweckt das Essen wirklich zum Leben. Wow, ich kann mir schon vorstellen, wie lecker das wäre. Ich denke, ich werde bei meinem nächsten Einkaufsbummel welche mitnehmen. Sie werden es nicht bereuen. Es ist eine dieser Saucen, zu denen man immer wieder zurückkommt. Perfekt. Ich liebe es, neue Geschmacksrichtungen zu entdecken, die ich meinen Mahlzeiten hinzufügen kann. Es macht immer Spaß, in der Küche mit neuen Zutaten zu experimentieren. Lektion 30: Halloween-Abenteuer. Erinnern Sie sich an die Aufregung, als Kind Süßes oder Saures zu spielen. Es hat immer so viel Spaß gemacht. Ach ja. Wir gingen von Tür zu Tür und sagten Süßes oder Saures, und die Leute gaben uns Süßigkeiten. Genau. Und ich erinnere mich, dass einige der Kostüme wirklich lustig waren. Damals drehte sich alles um Kreativität. Rechts. Früher trugen wir Masken und freuten uns riesig über den Süßigkeitentransport am Ende der Nacht. Und der Nervenkitzel, nicht zu wissen, welche Leckereien man bekommen würde, war das Beste. Ja. Ich habe immer auf Schokoriegel statt auf diese seltsamen Süßigkeiten gehofft, die niemand mochte. Ich auch. Schokolade war der ultimative Preis. Feiern Sie immer noch Halloween? Ich tue. Es ist eine tolle Ausrede, die Kindheitserinnerungen noch einmal aufleben zu lassen und Spaß mit Freunden zu haben. Absolut. Halloween hat etwas Magisches, das nie wirklich verschwindet. Lektion 31: Brücken bauen. Ja, lasst uns unsere Brücke bauen, eine, die breit genug und stark genug ist, dass jeder sie überqueren kann. Das ist eine wunderbare Idee. Eine Brücke symbolisiert Verbindung und Einheit zwischen Menschen. Genau. Es verdeutlicht, wie wichtig es ist, alle zusammenzubringen, ungeachtet aller Unterschiede. Ich liebe das. Eine starke Brücke kann viele Reisen unterstützen und das Verständnis fördern. Ja. Es ist wichtig, Beziehungen aufzubauen, die Zusammenarbeit und Harmonie ermöglichen. Ich stimme zu. Machen wir es uns zum Ziel, mehr Möglichkeiten für Kontakte in unserer Gemeinschaft zu schaffen. Absolut. Gemeinsam können wir diese Bindungen stärken und positives Wachstum fördern. Das ist ein inspirierendes Gespräch. Ich bin gespannt, was wir erreichen können. Ich auch. Beginnen wir heute damit, diese Brücke Schritt für Schritt zu bauen.